Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Heute gibt es was richtig Spannendes zu sehen. Lasst euch überraschen. 3 richtig coole Karren. Und das Karren ist ein unglaublich ätzendes Wort. Deswegen fangen wir nochmal von vorne an. Und das machen wir jetzt noch ein letztes Mal, weil jetzt habe ich den Faden verloren. Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Einen kleinen Trommelwirbel hätte ich jetzt gerne. Habt ihr es gesehen? 3 schicke Sprinter, 3x7 Meter Einzelbetten, 3 Lastrada Regent EB. Das ist das, was ich euch heute zeige. Alle Details, die ihr zu diesen wunderbaren Autos wissen müsst, wo die Unterschiede zwischen Heckantrieb und Allrad sind, wie man die Autos von innen ausstatten kann, weil wir vollkommen unterschiedliche Innenideen haben und was man in den Autos alles umsetzen kann. Das gucken wir uns heute an und hinterher wisst ihr, ob dieser 7 Meter Sprinter mit Einzelbetten vielleicht für euch das perfekte Reisemobil ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, bin selber ganz gespannt und würde sagen, los geht's, lasst uns in die vielen, vielen tausend Details starten. Wir haben uns entschieden, wir fangen einfach an, weil es so viele Details gibt, über die man sprechen kann. Wir haben gedacht, wir müssen irgendwo reinstarten, also machen wir es ganz klassisch, wir fangen von außen an. Der Schwerpunkt des heutigen Videos wird sich um dieses Fahrzeug drehen. Das ist nämlich unser Togo Reisemobile Vorführwagen. Habe ich mir wahnsinnig viel Mühe gegeben in der Ausstattung. Ich bin gespannt, wie ihr auf die Kombination zwischen Innen- und Außenfarbe reagieren werdet. Und vor allem bin ich gespannt, was ihr zu der Außenfarbe sagt. Gefällt euch das, was ich ausgesucht habe, oder sagt ihr, ein klassisches Grau Metallic wäre besser gewesen? Wir haben uns da nämlich lange abgestimmt und dann nach vielen Diskussionen gesagt, wir wollen es so in so einem richtigen Offroad-Look mit diesem Schwarz-Grau-Thema, haben lange drüber nachgedacht und ich finde es mega gut. Bin aber gespannt, wie sehr das polarisiert. Also schreibt mal in die Kommentare unten, was ihr für eine Farbe für so einen 7 Meter Sprinter Allrad nehmen würdet. Würde mich interessieren. Ich muss ja danach auch, wie man neudeutsch sagt, den nächsten Specken konfigurieren, ausstatten wäre so in meinem Sprachgebrauch das Richtige. Warum haben wir hier 3 Autos? Der in der Mitte ist unser, die anderen beiden sind 2 Autos, die wir für Kunden bestellt haben. Bietet sich aber an, euch so ein bisschen die Details zu zeigen. Der zum Beispiel hat eine Klesana-Toilette drin und eine super coole Lederfarbe. Der hinten ist in Stoff mit einem wunderschönen Holz drin. Und unser Auto, habe ich ja auch ausgesucht, in Abstimmung mit den Kollegen, ist, finde ich, auch eine richtig schöne Sache. Und wenn die so nebeneinander stehen, kann man sich so viele Details angucken. Am Ende des Videos besprechen wir so ein bisschen, was das Ganze kostet, weil ich weiß, dass das etwas absurd klingt in der Preisklasse, wenn wir bei 150.000 Euro ungefähr unterwegs sind. Wenn ich mir angucke, was am Markt unterwegs ist und wenn man so 7 Meter Sprinter mit Längsbetten sucht, dann stehen da teilweise absurde Zahlen, die das Doppelte von diesem Fahrzeug sind, auf dem Zettel. Ob die dann so entscheidend viel mehr können, das frage ich mich manchmal auch. Und es ist so eine Fahrzeugklasse, wo man sagt, so oft gibt es das im Kastenwagensegment nicht. Einerseits ist es ein relativ großes Auto, und andererseits ist es aber trotzdem noch ein Kastenwagen mit der vollen Allradantrieb und solchen Geschichtenlösungen und eben mit dem Fahrkomfort eines Kastenwagens. Und eine der Fragen, die sich bei uns die Leute immer wieder stellen, will ich Heckantrieb oder will ich einen Allradantrieb? Und hier steht beides nebeneinander. Wenn wir den und den nebeneinander gestellt hätten, hätten sie sogar noch die gleiche Außenfarbe. Und da, finde ich, sieht man schon auf den ersten Eindruck, dass das 2 grundverschiedene Fahrzeuge sind. Jetzt muss man auch ganz klar sagen, der hier ist auf Biegen und Brechen noch ein 3,5 Tonner. Das heißt, da ist ganz bewusst auf Allrad und diese Dinge verzichtet worden, um weiterhin Fahrkomfort, Fahrgeschwindigkeit und sowas zu haben. Das geht aber dann natürlich einher mit Verzicht auf Sitzplätze und sonstige Dinge, weil man klar sagen muss, ein 7 Meter Kastenwagen ist realistisch kein 3,5 Tonner. Zugelassen ist er als 3,5 Tonner, eben mit Verzicht auf 2 Sitzplätze. Technisch gesehen ist es ein 4,1 Tonner, das heißt, da kann er im Prinzip genau das Gleiche. Und ich finde, wenn man sich das anguckt, wir nehmen einfach mal, ach guck mal, wir können das machen, das hier doppelt. Wir sind hier ungefähr da, wo ich meinen Autoschlüssel habe. Das heißt, 82 cm ist der Radlauf. Wenn ich hier rüber gehe, dann sieht man das ganz gut. Da war ich eben, das heißt, das ist das, was wir wirklich an Höhe generieren. Hier haben wir jetzt 98 cm. Also 16 cm. Wieso haben wir 16 cm? Habe ich 82 zu 96. Stopp. Überprüfen Sie. 98
zu 82. Okay, das sind 16 cm. Das kommt natürlich nicht alles aus dem Allradantrieb alleine, sondern wir haben hier bei dem Wagen zusätzlich noch die deutlich größeren Reifen. Ich muss heute ein paar Maße mehr nehmen. Der Serienreifen immerhin auch ein 17 Zoll Rad, hat so ungefähr 69 cm. Und hier haben wir ja so 75. Das heißt 6 cm gewinnen wir durch den Reifen ungefähr an Höhe des Fahrzeugs. Es ist ja nicht alles zusätzliche Bodenfreiheit und der Rest eben aus dem Fahrwerk. Und das alleine ist schon ein Punkt, an dem sich oft entscheidet, will ich das oder will ich das nicht. Das zweite ist natürlich auch ein bisschen die Frage der Optik. Wenn wir uns das angucken, dann ist das schon, also es ist kein dezenter Auftritt mehr. Ich finde es mega cool. Aber ob man das so will, ist ja auch eben die Frage. Das ist einfach edel und schick, so wie das da steht, weil der Sprinter an sich ja schon eine super schöne Linienführung hat und einfach insgesamt ein elegantes Auto ist, wie es da ist. Und dann ist natürlich auch die Farbe in dem Graumetallic, was dem Wagen super gut steht. Das ist halt schon relativ auffällig, verschwindet aber abends auch ganz gut in der Welt. Und wenn man die gleiche Farbe wie drüben nimmt, aber das ist gar nicht die gleiche Farbe. Das ist Quatsch, was ich gesagt habe. Drüben haben wir Tenoridgrau, hier haben wir Selenitgrau. Das wird ein langes Video heute. Nehmt euch Zeit, holt euch was zu trinken, macht kurz Pause, geht pinkeln, abonniert den Kanal und wenn ihr dann entspannt seid, machen wir das weiter. Das hier ist nämlich ein Grau Metallic mit so einem leichten Blaueinschuss. Ich weiß nicht mal, ob man das bei dem Licht jetzt gut erkennen kann. Und hier drüben fehlt dieser Blauton drin. Das ist quasi Selenitgrau, also ein graueres Grau. So, wenn wir jetzt schon hier angekommen sind, die beiden Allradautos sind relativ ähnlich von außen bis auf die Außenfarbe. Das heißt, wir haben die Delta 4x4 Felgen. Wir haben beide Autos mit dem Schnorchel bestellt. Die sind vielleicht so ähnlich, weil ich den zuerst für uns ausgesucht hatte und den dann nachgezogen habe, als der verkauft war. Die haben beides, könnt ihr jetzt auf der anderen Seite nicht sehen, das Fenster in der Nasszelle zusätzlich. Und das zum Beispiel ist eine ganz spannende Klappe, wo wir gleich auch noch mal explizit drüber sprechen müssen, weil die Toilettenlösung bei jedem der drei Fahrzeuge unterschiedlich ist. Was Lastrada aber einheitlich macht, ist, dass wir das Schmale des Sprinters durch die GFK-Backen, die der Wagen wie sein kleiner Bruder Regent S bekommt, auffangen und dadurch gleich von innen, obwohl es so ein langer, dünner Sprinter ist, wahnsinnig viel Raumgefühl haben. Das macht nämlich Lastrada einmal auf der Fahrerseite und auf der Beifahrerseite hier ganz genau so. Der Wagen, so wie er hier steht, der ist gerade letzten Freitag aus dem Werk gekommen. Absolut Serie. Wir werden noch so ein paar kleinere optische Modifikationen machen. Hier habe ich mich ganz bewusst entschieden, eine schöne Konfiguration zu nehmen, die sehr viel anbietet, aber noch dem zukünftigen Besitzer, der zukünftigen Besitzerin Optionen lässt. Wir haben zum Beispiel noch keine Solaranlage drauf, wir haben noch keine Lithiumbatterie drin, weil ich denke, lasst uns das gemeinsam abstimmen und gucken, wie das Auto für euch sein soll. Vielleicht wollt ihr ja eine große Dachreling drauf machen oder sonstiges, dann wäre es doof, wenn wir schon eine Solaranlage oder sowas drauf haben. Und dann machen wir noch so ein paar kleine Details, Schiebetürschiene schwarz und so weiter, das werden wir noch nebenher machen. Was bei Lastrada halt immer wieder toll ist, ist, dass wir solche Optionen wie diese hier haben, eine zusätzliche Gasaußensteckdose zu haben. Oder, wie das bei dem Wagen drüben ist, eine zusätzliche Außendusche mitzuhaben. Wenn ihr ein Allradauto nehmt, habt ihr auf jeden Fall immer quasi ein Problem. Das Original-Reserverad passt nicht mehr an die Original-Reserveradstelle. Die wäre nämlich eigentlich da hinten unten in der Mitte. Das heißt, ihr müsst euch entscheiden, entweder kein Reserverad mitzunehmen oder so, wie wir das hier gemacht haben, das Reserverad hinten auf die Hecktür als separate Lösung. Wenn ich das mache, habe ich aber wiederum ein Problem mit dem Fahrradträger, weil das natürlich auch zusammenpassen muss. Das heißt, ihr müsst euch eigentlich bei der Bestellung und Konfiguration des Autos überlegen, ob und was ihr machen wollt, weil im Idealfall wir Fahrradhalter und Reserveradlösung quasi entweder komplett ab Werk bestellen oder komplett hinterher machen. Wir blenden euch mal oben in der Ecke einen Link zu einem Video eines Westfalia James Cook ein und zu einem Lastrada Regent S. Da haben wir nämlich eine ganz andere Lösung hinten dran. Da haben wir von Overland einen Reserveradhalter hier auf der Tür und auf der anderen Tür einen Fahrradträgerhalter mit einer darunter liegenden Transportbox. Auch mega cool. Das Plus ist halt der gewonnene Stauraum. Der Nachteil dieser Lösung ist, dass die Fahrräder dann dauerhaft oben sind. Und der Lastrada Fahrradträger ist halt so, dass wir den hier oben runterklappen können und uns dann jetzt mal kurz den Schlüssel dazu holen und dann zeige ich euch mal, wie man diesen Fahrradträger nämlich beladen würde.
Kleiner Zeitsprung um den Ortssprung. Die Fernbedienung von dem ist gerade verschollen. Die hat der Kollege schon weggehängt. Wenn ihr auf jeden Fall so einen höhenverstellbaren Fahrradträger mitbestellt, dann kriegt ihr eine kleine Fernbedienung, beziehungsweise sogar zwei. Dann hat das ganze Ding hier oben quasi eine Art Hauptschalter. Drin muss der Strom eingeschaltet sein. Und dann kann man den einfach, während man sich locker mit seinem Nachbarn unterhält oder ich mit euch, entspannt die Fahrräder ganz auf Bodenniveau runterfahren. Jetzt darf man natürlich hier nicht verschweigen, wir haben jetzt hier den Heckantrieb, das heißt, das Auto ist an sich etwas flacher. Wir müssen also von der Beladehöhe, die wir haben, da müsst ihr quasi nachher den Allradaufschlag wieder zuaddieren. Aber wenn ihr seht, wie weit er runter geht, werdet ihr sehen, dass das überhaupt kein Problem ist. Und clever wie Vladi ist, hat er, als ich angefangen habe runterzufahren, eben oben den Timer in der Ecke eingeblendet, dass ihr wisst, wie lange das Ganze gedauert hat. Er liebt Timer. Das ist eine so schöne Aufgabe. Und dann können wir nämlich das Ganze einmal sehen. Oh, da muss einmal der weg. Das ist der untere Anschlag. Das heißt, das ist die wirkliche Ladehöhe, die ihr mit den Fahrrädern habt. Und selbst wenn ihr diese knapp 15 cm draufpackt, dann seid ihr halt ungefähr da. Das Ding darf insgesamt 2 Fahrräder transportieren und 60 Kilo insgesamt. Das heißt, ihr seid da über jeden Zweifel erhaben, was 2 normale Fahrräder angeht. Das ist der Messgerät mit etwas messen. So ist das schwer zu... So ist das schwer zu sehen. Okay, dann sagen wir die konkrete Höhe. Beladehöhe so exakt 50 cm, also knappe 65 ungefähr, wenn es am Allradauto dran ist. Insgesamt auf jeden Fall eine super komfortable und schöne Lösung. Und dann fährt das Ganze einfach auch wieder wutsch, magisch hoch. Zack. Und wenn das oben ist, dann kann man einfach das Ganze nehmen, zweimal entriegeln, 1, 2, wieder hochklappen und den ich eben abgezogen habe, machen wir jetzt einfach mal hier wieder ran. Und damit das während der Fahrt nicht von alleine runterfährt, weil sich versehentlich jemand auf die Fernbedienung gesetzt hat, oben schön verriegeln. So, alle 3 Autos haben das 360-Grad-Parkpaket dran. Das heißt, ihr habt an beiden Spiegeln Kameras von unten. Ihr habt vorne die Frontkamera, ihr habt hinten die klassische Rückfahrkamera, Parksensoren vorne, Parksensoren hinten. Mehr Übersicht beim Fahren geht nicht. Ist aber wahrscheinlich auch eine sinnvolle Sache. Was man dem Auto hier ansieht, der ist quasi schon fertig zur Auslieferung. Das heißt, der hat von uns schon Schlösser bekommen. Deswegen müssen wir jetzt auch das Video heute Nachmittag machen, weil der in Kürze vom Hof geht. Weil wir auch da der festen Überzeugung sind, Absicherung tut auch einem so schönen Fahrzeug sehr, sehr gut. Wir müssen uns hier so ein bisschen in dem langen Kanal entlang schlängeln, weil wenn ihr hier beobachtet, was anders ist als bei den anderen Autos, dann solltet ihr spätestens hier ins Stocken kommen und euch wundern, was hier ist. Das ist nämlich die Situation, wenn ihr bei La Strada ab Werk eine Clesana-Toilette mitbestellt. Dann entfällt einfach die Toilettenklappe, die die anderen Fahrzeuge haben. Das ist optisch sicherlich schick und auch eine praktische Sache. Das, was der dafür zusätzlich hat, was die anderen nicht hatten, ist die Außendusche ab Werk mitbestellt. Das heißt, ihr habt hier wirklich einen Pumpen-Ein-Ausschalter. Ihr könnt warm-kalt regeln. Ihr könnt euch also quasi hier hinter dem Fahrzeug nochmal ordentlich abduschen. Ja, und ansonsten halt der normale Sprinter. Hier, wenn du von unten gegen guckst, eben die kleinen Kameras drin. Das auf beiden Seiten. Und vorne in der Front die Frontkamera und eben auch die Parksensoren vorne. Die ist da vorne. Und das ist halt echt eine Hilfe, weil der Sprinter schon eine relativ lange Schnauze hat. Insgesamt der Schnorchel macht natürlich nur Sinn, wenn man auch ein Allradauto hat. Und auch da darf man die Frage des Sinns stellen. Aber optisch würde ich sagen, ergänzt er dieses Fahrzeug perfekt. Die wenigsten Leute werden da fahren, wo man wirklich Schnorchel braucht. Und dann ist die Unterscheidung zwischen den Autos noch, wenn ihr guckt, die beiden grauen haben Markisen oben drauf. Unser Auto hat noch keine Markise, weil man eben eine Markise theoretisch auch jederzeit nachrüsten kann. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles von außen gesehen. Also von euch hätte ich gerne den Kommentar unten drin, welche Außenfarbe ihr wählen würdet oder ob es vielleicht eine ganz andere Farbe aus dem Sprinter-Programm ist. Und genau das Gleiche würde mich natürlich auch zum Innendekor interessieren, was wir euch jetzt zeigen. Und ich würde sagen, wir fangen mit unserem Auto an, weil der für euch zur Debatte steht. Ja, ich finde, der erste Eindruck täuscht auf jeden Fall schon mal nicht. Das Holz, was übrigens Eiche Hell heißt, finde ich, passt hervorragend zu der Außenfarbe. Damit wir alle Details heute sehen,
Bei den meisten Herstellern habt ihr auf der Rückseite im Küchenblock einfach eine gerade Wand, meist noch 5, 6 Schräubchen, die ihr sehen könnt. Hier ist es tatsächlich so, alles mehr oder weniger ohne Schrauben. Und auch der tote Raum unter der unteren Schublade einfach noch mit einem zusätzlichen Staufach versehen. Genau das gleiche. Hier unten eigentlich ja die Verlängerung der Trittstufe, damit man Fach für Schuhe, Kleinkram, den man ständig draußen hat, einfach auch die Trittstufe zu einem kleinen zusätzlichen Staufach gemacht. 2 Kleinigkeiten, die finde ich sehr viel über das Auto an sich aussagen. Das, was ich sagen will, ist einfach, jeder Zentimeter, der sich zur Verfügung stellt, wird genutzt. Das ist ein relativ aufwendiger Weg, der da ist, und das wird uns an vielen Stellen noch begegnen. Auch hier zum Beispiel, anstatt eine Klappe am Küchenblock einfach vorzuhängen, ist das Ganze bündig eingelassen, optisch kaum sichtbar und dadurch auch verhältnismäßig groß. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich darf mich mit meinen knapp 52 Kilo da draufsetzen. Aber es ist halt einfach ein großes und robustes Ablagesystem, was, wenn ihr es nicht haben wollt, einfach wieder verschwindet. Das Einzige, was mich optisch so ein bisschen stört, ehrlicherweise, sind die klassischen Trittstufen. Aber wir haben unser eigenes Wohnmobil auf so eine Alpha Dynamics Super Trittstufe umgerüstet. Ich weiß noch nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Am Ende des Sommers gebe ich euch dazu nochmal ein Feedback, weil das zwar nicht ganz so cool aussieht hier, aber die große Trittfläche ist halt super viel wert. Die langen, dünnen Trittstufen sind schicker, aber man muss halt immer so ein bisschen versetzt den Fuß drauf machen. Muss jeder für sich selber entscheiden. Und wenn wir schon alles drin haben, gucken wir uns dazu auch nochmal an, das ist Standard bei Kastenwagen, die Fliegengittertür, die natürlich für einen Sprinter eine andere ist als bei den anderen Autos, aber das System im Prinzip das gleiche. So, dann kommt man mit rein und dann gucken wir, was der Wagen von innen kann. Erstmal solltet ihr die Atmosphäre und die Größe des Autos auf euch wirken lassen. Ich gehe mal einen Schritt zur Seite. Ich meine, wir reden über einen Kastenwagen und wir reden über einen Sprinter. Und das ist der Raum, den ihr zur Verfügung habt. Ich habe gestern jemanden hier gehabt, der spontan vorbeikam, mit dem ich ein bisschen Probeliegen gemacht habe. Es ist selten so, dass Leute größer sind als ich. Er war es. Wir haben hier ein Bett. Er hat gesagt, es müsste ziemlich exakt 2 Meter sein. Und ich finde, wir fangen damit mal genau an, weil die Einzelbetten ja am Ende des Tages ein Punkt sind, der da sind. Deswegen starte ich mal mein Lasermesser und dann nehmen wir mal alle Maße von den Betten und hinterher gucken wir uns Küche und Stauraum genau an. Also, fangen wir an mit den wichtigsten Dingen beim Bett, den Maßen. Das hier ist das längere Bett. Hier haben wir 2,04 Meter. Also A würde ich sagen, falls das Video geguckt wird, gut geschätzt. Mit guten 2 Meter passt das. Also wir haben von der Wand bis zum Block 2 Meter und bei dem kurzen Bett hier, 2,04 Meter meinte ich, hier haben wir immerhin auch fast 1,87 Meter. Dazu kommt ja noch, dass das Ganze deutlich breiter ist. Das heißt, wenn ich wirklich mehr Raum brauche, kann ich mich auch leicht diagonal legen. Als Matratzen, da muss ich jetzt ein bisschen gucken, haben wir Matratzenbreite hier ist 67, dann wird das hier das gleiche sein. Ja, da ist jetzt 68,6 gemessen, aber das ist dann Messtoleranz in meinen Fingern. Und das Ganze könnt ihr auch zu einem großen Doppelbett machen. Da sind hier unten drunter, da sitze ich jetzt nur an der falschen Stelle, so richtig massive Stangen drin, die man rüberschwenkt, 2 Stück. Und dann könnt ihr am Ende den ganzen Schlitten nehmen und mit den Matratzenstücken, die mit dabei sind, das Ganze zu einer großen Liegefläche auffüllen. Wenn wir das hier schon so schön rausziehen, können wir gleich mal drunter gucken. Wir haben, wie in jedem anderen Lastrada auch, punktelastisches Lattenrost, relativ dick auftragen. Dazu eine schöne Kaltschaummatratze mit Reißverschluss, abnehmbarer Matratzenbezug, so dass das, finde ich, also für mich immer ein sehr, sehr guter Schlafkomfort war. Den gesamten hinteren Bereich kann man hochklappen, das heißt, ihr könnt auch ein Fahrrad quer reinstellen. Das heißt, man muss sich ja immer überlegen, was für alternative Varianten noch da wären. Wenn ihr sagt, ich nehme schöne Fahrräder mit, guckt, ob eure Fahrräder so reinpassen, dann könnt ihr auf den Überbrückungsetappen auch sagen, ich baue hier vorne quasi das große Doppelbett. Dann habt ihr ein relativ schmales Doppelbett hier vorne, was aber immerhin auch, um mal von hier zu messen, fast 1,30 breiter hat und könnt eure Fahrräder auch im Fahrzeug transportieren. Und das, was Lastrada hier super geschickt macht, finde ich, ist meine gesamte Spannbreite. Das sind die GFK-Backen, die wir draußen hatten. Zum einen lockert es für mich die ganze Gegend hier ein bisschen auf, weil es ist nicht so eine lange durchgehende Fläche. Dazu gibt es noch 2 schicke Taschen, die da drauf geklettet werden. Und es sorgt eben dafür, dass da, wo man im Oberkörper sich frei und breit bewegt, einfach nochmal auf jeder Seite so ein
ein Gerät zusätzlich da ist. Hier die Unterteilung der Matratzen ist ja klar, warum die da ist. Hier vorne fragt man sich das vielleicht. Das liegt aber daran, dass hier unterm Fußende vom Bett noch so eine Art Kleiderschrank ist. Den könnt ihr natürlich auch hier vorne durch so eine Klappe erreichen. Wenn man aber sagt, ich will jetzt nicht da unten auf den Boden gehen, sondern ich will einfach mal was rausholen oder sich vielleicht überlegt, ich habe da irgendwelche Boxensysteme drin, dann kann man das auch einfach von oben hochklappen. Und so ist das Ganze natürlich super charmant von der Nutzung. Insgesamt, wir haben ja das Auto hier mit den Soft-Grau Klappen ausgestattet. Ich klappe die mal auf. Eins meiner Lieblingsbeispiele, um so ein bisschen wie eingangs die Klappen draußen auf die kleinen Details zu kommen. Wir haben hier 2 Scharniere pro Seite. Jedes Scharnier ist mit 4 Schrauben fest. Das heißt, wir haben 4, 8, 16 pro Klappe. 1, 2, 3, 4, 5, 80. Ne, was habe ich? 16 pro Klappe? Ja doch, dann sind das 80 Schrauben alleine nur für die Scharniere hier hinten. Die muss ja auch alle jemand reinschrauben. Und das Ganze mit den flächigen Magnetbändern. So hat man halt eine super cleane Optik. Und das Erste, was Vladi eben sagte, als wir reingegangen sind, das sieht schick und modern aus. Weil das ist irgendwie, schaffen die Autos für mich den Spagat zwischen, ich bin total modern und lässig, aber gleichzeitig geht die Gemütlichkeit nicht verloren, weil wir schönes indirektes Licht haben, weil wir ganz viel Tageslicht von draußen haben. Also ich finde, es ist ein wahnsinnig guter Kompromiss. Und wenn wir gleich rüberspringen in die anderen Autos, seht ihr, dass das so ein bisschen auch an dem Lastrada-Stil liegt mit diesem Holz- und einfarbigen Mix. Serienmäßig habt ihr die Fenster hinten in den Türen und hier drüber eine 50×70 Dachhaube. Der Wagen hat jetzt zusätzlich noch hier vorne eine Dachhaube, die gehört auch im Serienumfang dazu und über der Sitzgruppe ebenfalls. Und zusätzlich habe ich für den noch eine Dachhaube mit Ventilator bestellt, um ein bisschen was durchlüften zu können. Und ich finde, wir sollten uns jetzt nicht, wir haben uns schon sehr lange an diesem Auto festgehalten, wir sollten jetzt mal mit dem Blick von Eiche Hell mit den grauen Klappen, springen wir jetzt mal rüber in Eiche Natur mit weißen Klappen, damit ihr mal eine Idee habt, wie mit einem kleinen Unterschied in der Ausstattung der Typ Fahrzeug sich komplett ändern kann. So, neuer Tag, neues Glück. Nachdem wir jetzt gerade so ein Video für Einweisung von dem Fahrzeug machen, was übrigens der Mehrwert ist, wenn ihr Fahrzeuge bei uns bestellt, neben dem, was ihr als Werbevideos kennt, haben wir einen zweiten YouTube-Kanal, in dem wir für unsere Kunden Erklärvideos zu den Fahrzeugen, Einweisungen, technische Darstellungen von allem, was mit dabei ist, mit haben, damit der Start bei dem Auto, was ihr bei uns abholt, möglichst angenehm und einfach ist. Aber bei dem Drehen dieses Videos ist uns eingefallen, dass wir 2 Sachen vergessen haben. Zum einen haben wir gar nicht gezeigt, wie der Aufbau des Bettes geht. Und wenn ich eingangs eines Videos schon sage, das ist das letzte Video, was ihr braucht und heute erfahrt ihr alles, dann finde ich, gehört das mit dazu, zumal es hier auch so schön einfach ist. Und zwar ist das hier einfach so gemacht, dass ihr 2 Querträger habt, die rübergeklappt werden, die da fest drin sind. Also da könnte ich mich jetzt draufsetzen. Dann nehme ich einfach den Schlitten mit dem Lattenrost, ziehe den rüber, rückt das alles einmal zusammen und dann kriegt ihr mit dem Auto zusammen 2 etwas dickere Matratzen. Zack, die haben wir da drin. Damit füllen wir sozusagen die Lücke auf. Und dann würde ich sagen, welcome to paradise. Oder? Also das ist schon, was hatten wir gestern gemessen? 2,4 Meter. Ein riesengroßes Bett. Mehr geht definitiv nicht an Liegefläche. Und das Zweite, was uns aufgefallen ist, ist, dass ich nochmal darauf hinweisen wollte, wie unglaublich viel Licht in so einem Auto ist. Wir haben überall, da komme ich jetzt nicht ran, die langen Lichtleisten. Wir haben links, rechts geteilt die Lichtleiste hinten über euch. Wir haben, und das war das, was wir nicht mal eingeschaltet hatten im Video, in jeder dieser einzelnen Etagen, ich meine, es ist ja nicht so, dass das Auto dunkel wäre, aber alleine hier sind 3 Lichtleisten, da oben die 4. Also ich finde es Wahnsinn, dass Lastrada quasi jede Möglichkeit, wo das geht, mitgenommen hat, Licht mit reinzupacken. Und das finde ich toll und das wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Die sind natürlich alle dimmbar und die machen auch ein ganz angenehmes, warm, weißes Licht. So, das sind auf jeden Fall die Dinge gewesen, die ganz wichtig waren für euch. Und das ist die Alternative. Ein bisschen wärmer vom Farbton. Das hier ist Eiche Natur, zu erkennen an der, ich sag mal, wilderen Maserung. Ein bisschen honigfarbener. Und damit das gut zu dem tollen Stoff passt, der hier drin ist, haben wir hier
weiß-matte Klappen. Finde ich auch eine super schöne Sache. Haben wir in unserem Avanti XL Vorführer genauso. Ich finde das auf jeden Fall auch stimmig. Ich habe gedacht, damit wir hier auch nochmal was sehen, gucken wir hier nochmal rein, was wir hier so an Stauräumen haben. Da haben wir nämlich hier eine große Schublade und darüber das gleiche nochmal. Und hier, das dürfte die Technikecke sein, genau, da haben wir Laderegler, alles was wir an Bordtechnik haben, zentral in dem Kasten gesammelt. Das heißt, hier hinten im Bettbereich wisst ihr eigentlich schon über alles Bescheid. Das, was euch noch fehlt, ist die Fläche hier quasi unter meinem Hintern. Was sich da genau versteckt, das klären wir nachher, wenn wir uns den Stauraum genau gemeinsam angucken. Jetzt müssen wir mal hier uns so langsam nach vorne schlängeln. Und ich würde sagen, wir gehen mal Element für Element hier. Achso, erstmal, ich laufe noch nicht zu weit weg. Eine Klappe hätten wir fast vergessen. Hier ist natürlich noch ein kleiner Doppelboden mit drin, wo zum einen Frostschutz, beheizbarer Abwassertank und solche Sachen mit dabei sind. Und das natürlich auch gleichzeitig ein komfortabler Aufstieg aufs Bett ist. Und dann haben wir hier davor, das ist für mich die Lösung dieses relativ langen Konzeptes an Auto. Dass Lastrada hier einen guten Kompromiss gefunden hat, einen hohen Schrank mit viel Stauraum einzubauen, ohne das Auto erdrückend eng zu machen. Und ich finde, das schließt sich super gut an. Und auch diese lange Linie der Schränke, das macht es alles super schön und stimmig. Das Fach haben wir eben drüben schon gesehen. Lasst uns mal gemeinsam hier in die Schränke gucken. Einmal haben wir einen klassischen Kleiderschrank, rausnehmbare Böden. Hier oben ist eine Kleiderstange mit drin. Das heißt, da kommt ihr auf jeden Fall mit hin. Und dann haben wir davor, ach wie cool, stimmt, habe ich schon mal gesehen. Das liebe ich immer ganz besonders, weil das total cool von der Optik ist, wenn das so gerade Flächen sind. Aber wie man das in der großen Küche hat, einfach nochmal mit Schubladen im Schrank. Und auch nicht zu unterschätzen, hier unten die große Schublade, die, wenn man die Füße wegnimmt, auch nochmal richtig viel Stauraum drin hat. Das heißt, hier ist ein riesengroßes Stauelement. Und wem das an Stauraum noch nicht reicht, der hat hier über dem Kühlschrank nochmal einen großen Schrank. Und bei so einem 7 Meter Auto haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten. Guck mal, das hier könnte die Tiefe. Wo ist denn mein Maßband? Hier. Armtief. Ungefähr so tief. Ein richtig schön großer Stauraum auf jeden Fall. Und bei so einem großen Auto haben wir dann eben auch Möglichkeiten aller Art, zum Beispiel auch große Kühlschränke einzubauen. Das ist ein Kühlschrank, wer Verstecken spielen will, kann sich da drin verstecken. Und das, was hier auch, ich meine, das braucht man hier vielleicht nicht unbedingt, aber man kann es eben auch als Raumteiler benutzen. Nee, das war natürlich Quatsch, aber wenn ich abends noch mal schnell in der Kühle irgendwie was zu trinken aus dem Bett brauche, dann komme ich da eben schnell ran. Und da sind wir wieder bei, was war das? Man soll keine Werbung machen. Welches Bier war die Bier, die so schön geprickelt hat in meine Bauchnabel? Also in meinem nicht, aber egal. Die Älteren unter euch kennen vielleicht noch Fernsehwerbung. Das, was im statischen Fernsehen läuft. So, weiße Klappen, die grauen Flächen sind immer gleich. Auch das finde ich geschickt gelöst, dass die Klappe hier in der Rückwand wieder aufgenommen wird. 2 schöne Gewürzregale oder Ablageborde und davor dann Küche und Nasszelle. Und da fangen wir jetzt hier mal an. Guckt mal mit um die Ecke. Weil wir hier euch einmal zeigen können, wie die Toilette im normalen Serienzustand sozusagen kommt. Und dafür mache ich einmal hier Licht an. Guck mal einmal mit um die Ecke und der Schrank ist schon auf. Einmal habt ihr hier oben einen großen Stauraum. Das Fenster ist nicht serienmäßig. Und dann hier die Duscharmatur. Und das, was man halt ganz klar sagen muss, der Sprinter erfordert ein bisschen Kompromiss. Ich muss mich mal hier durchs Licht schlängeln. Es ist natürlich hier immer die Frage, wie löse ich das Thema Waschbecken. Einmal finde ich, macht Lastrada es super geschickt mit unseren Salontüren, dass man einfach die Türen links und rechts ganz gut an sich vorbeibringt. Ich meine, ihr müsst immer sagen, ich bin ein deutlich über 100 Kilo Mensch, der in einem Sprinter die Nasszelle entspannt auf und zu macht. Und ich habe hier, wenn ich mich in die Ecke stelle, guck mal, wie viel Platz hier noch ist. Da könnten noch 2 Leute, wenn es eng sein müsste, mit mir hier drin stehen. Dadurch, dass es diese Salontüren sind, wird das ganze Auto deutlich beweglicher. Aber es ist natürlich trotzdem das Problem, was mache ich mit dem Waschbecken? Und das hat Lastrada für sich so gelöst, dass man eben gesagt hat, wir machen hier ein Klappwaschbecken. 3 Handgriffe, dann ist das Waschbecken draußen. Wenn ich es nicht mehr haben will, nehmen, wieder reinklappen
von unten hoch. Auch nichts, was klappert, weil es ganz geschickt, das fliegt quasi, weil hier Magneten links und rechts sind. Und dann eine zweite Magnetleiste, die das Ganze von oben zumacht und dann im Alltag vielleicht sogar noch eine kleine Abstellfläche ist. Wenn da ein kleiner Hakler war, da ist eben plötzlich die Kamera ausgegangen. So, das, weshalb ich sagen wollte, wir fangen hier an, das ist die normale Tedford Keramiktoilette, die drin ist. Tedford, die Dometic Keramiktoilette. Das heißt, ihr habt hier eine richtige Keramikschüssel mit drin. Und dann gibt es bei Toiletten ja verschiedene Lösungen, die es gibt. Unter anderem bauen wir viele Autos auf Trenntoiletten um. Das geht in der Regel nur nachträglich, wenn das Auto schon bei uns ist. Was Lastrada uns aber als Werk als Option anbietet, ist für die meisten Modelle eine sogenannte Clesana-Toilette mitzubestellen. Was das ist und wie das aussieht, dafür springen wir jetzt mal rüber in den dritten und gucken uns das da nochmal genau an. Dann erkläre ich euch nämlich das System der Clesana-Toilette. So, eine Clesana ist nämlich eine Folienverschweißtoilette. Heißt, wir haben eigentlich normale Toilettenform, wir haben aber keine Entsorgungsklappe mehr nach draußen, das haben wir ja vorhin gesehen, sondern wir haben, ich mache mal den Deckel hier auf, eine Art Tüte da unten drin. Und immer wenn ihr die Toilette benutzt, könnt ihr euch hinterher entscheiden. Wir haben hier oben so ein Bedienteil, ich mache mal kurz den Deckel zu, dass er das wieder erkennt. Man sagt hier kleines Geschäft, großes Geschäft, dann fährt er einfach ein Stückchen runter und macht im Prinzip nach eurem Bedarf ein Beutelchen. Und wenn ihr dann die Schere daneben drückt, könnt ihr das Ganze abschneiden und dann fällt hier unten, ich muss das mal so machen, dass ihr das halbwegs sehen könnt, in so eine kleine Schublade die Tütchen und dann nehmt ihr die einfach und entsorgt die im normalen Rest- und Hausmüll sozusagen. Das ist ein zweischneidiges Schwert für mich. Das ist auf der einen Seite ein riesengroßes Komfortplus, weil das Thema Ver- und Entsorgung deutlich einfacher ist. Es spart wahnsinnig viel Wasser. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich die Tüten, die so ein bisschen als sagen wir, Negativding mit dabei sind. Aber zum Beispiel für Leute, die die Toilette nicht so viel benutzen, ist das eine Sache, die dann auch vollkommen in Ordnung ist. Es gibt Leute, die das quasi auch wie ein Restmülleimer für Essensreste oder sowas benutzen, weil du halt alles, was müffelt, da reinschmeißen kannst, zumachen. Jetzt muss man auch nicht nach jedem Toilettengang theoretisch einen Schweißvorgang und abschneiden, sondern es gibt so Absorberbeutelchen, die du reinschmeißen kannst und dann werden die so gelartig. Theoretisch gibt es einen Urintrenneinsatz wie bei einer klassischen Trenntoilette, den man hier oben einfach reinsetzen kann und dass man über Nacht quasi einfach so ein Eimerchen hat, was man morgens dann einfach mit entsorgt. Was für mich ein großes Plus ist, dass die Toilette insgesamt auch vom Sitzen, finde ich, mehr einer klassischen Haushaltstoilette nahe kommt. Also einfach insgesamt größer ist. Das ist so ein bisschen der kleine Gegenpunkt ist dann natürlich, dass ich in dem Augenblick, wo ich sie nicht brauche, muss ich sie ein bisschen zur Seite klappen, damit meine Klappen hier vernünftig funktionieren. Jo, das ist auf jeden Fall die Toilette hier. Jetzt sind wir hier inzwischen in das dritte Auto gesprungen und jetzt gehen wir hier mal in den Küchenblock und gönnen uns vielleicht, bevor wir in den Küchenblock gehen, auch hier nochmal den Blick nach hinten. Wir haben jetzt das gleiche Holz wie eben, also auch Eiche Natur, aber mit den Soft-White roten Klappen. Für mich auch eine mega stimmige Lösung. Das ist so ein bisschen irgendwie der Zwitter zwischen den beiden Sachen. Und wer sich fragt, wenn ich aber Holz und rote Klappen nehme, mit was für einem Stoff soll ich denn das kombinieren? Da kann ich sagen, geht mal all in und habt ein bisschen Fantasie und macht sowas Cooles draus wie hier. Und ich bin hier wirklich reingegangen und gesagt, das ist cool. Wir haben ein richtig schön rubinenrotes Leder. Ich finde, es passt unfassbar gut zu dem Holz. Klar, man muss buntes Leder mögen, aber ich sehe teilweise, wir haben blaues Leder, wir haben rotes Leder, wir haben unterschiedlichste Varianten. Es gibt immer den sicheren Hafen, Anthrazit, schwarz, wie wir das viel bei unseren Vorführwagen machen, mit dem sich jeder arrangieren kann. Und das hier wird auf jeden Fall polarisieren. Aber ich finde, es ist eine super hochwertige und schöne Lösung. Und diese Kombination aus dem rubinroten Leder, dem Eiche Naturholz und den softroten Klappen ist eine super schöne und gemütliche Variante. Und auch der Blick nach hinten dürfte euch zufriedenstellen. Der Küchenblock, das ist das einzige, wo jetzt nicht so viel Neues ist. Wir haben den klassischen Lastrada Zweiflammkocher. Man kann nicht oft genug sagen, wie sinnvoll das ist, einfach nur den Zweiflammkocher mit einem großen Rost zu haben und daneben das tolle Waschbecken. Und dann, weil wir ja nur gesagt haben, ihr kriegt heute alle Details zu sehen,
2 große Schubladen. Hast du reingeguckt? Einmal und darunter noch eine zweite große Schublade. Und hier, wie gehabt und in jedem anderen Lastrada auch, eine große, schöne Besteckschublade. Alles mit Soft-Einzügen hier. Und dann 2 kleinere Schubladen. Auch das, ich werde es nicht müde, es zu sagen, ist natürlich so, man könnte jetzt losgehen und sagen, ich mache einfach 2 große Schubladen in den Küchenblock. Das spart mir eine ganze Menge Scharniere, Verschlüsse, Bearbeitungszeiten. Oder ich sage, ich gucke, wie ich das benutzen will und mache halt dementsprechend mehr Schubladen. Und hier oben nochmal ein kleines Schubfach, wo eben auch viel reinpasst. So, jetzt haben wir auch das gesehen. Jetzt würde ich sagen, schlüpfen wir zum Abschied nochmal rüber in unseren Regent, damit ihr da nochmal ein Gefühl von der Sitzgruppe bekommt und wie das, mit welchem Stoff, beziehungsweise in dem Fall Leder, wir das kombiniert haben. Und da erzähle ich euch dann auch so ein bisschen, wie sich diese Autos preislich zusammensetzen. Bevor wir Sitzgruppe und Preise angucken, bevor es hier richtig anfängt zu regnen, gucken wir noch mal kurz in den Heckstauraum. Zum einen habt ihr natürlich auch hier, ach witzig, guck mal, ich lerne in jedem Video was dazu. Zack, jetzt habe ich gerade was da oben aufs Bett gelegt. So kann man das Bett hier hochklappen. Sicherlich auch eine clevere Sache, dann ist es nicht ganz so erschlagen und hier kann man es sogar noch arretieren, sehe ich gerade. Wieder was gelernt. Ich lasse das mal so, dann haben wir ein bisschen Bewegungsfreiraum. Ah, nee, das lasse ich so nicht, weil dann kriege ich die Schränke nicht auf. Entweder muss es ganz hoch oder ganz runter. Hier in der Ecke haben wir einmal den Technikraum. Da ist jetzt nur die Serienbatterie unten drin. Das stimmen wir mit dem zukünftigen Besitzer von allein gemeinsam ab. Und dann haben wir hier auf der Seite nochmal den Gaskasten, theoretisch für 2x11 Kilo Gas. Bei Lastrada habt ihr ja die Wahl, euch Heizung und solche Dinge auszusuchen. Wir haben jetzt hier einen Kompressorkühlschrank, wir haben eine Dieselheizung mit drin. Da braucht man das sicherlich nicht, da reicht auch eine Gasflasche. Und damit kein Raum ungenutzt bleibt, auch dort nochmal der Raum mit hinten dran. So, und dann haben wir die Maße. 71 cm in der Höhe. Ups, da messen wir nicht, sondern da. 1,75 in der Breite und dann haben wir zu Stauen 71 und ist das überall das gleiche. Ja, ungefähr 70 cm. So, jetzt wird's nass. Wir gehen ins Trockene und gucken uns den Rest drin gemeinsam an. Gut, willkommen im Büro. Erstmal sitze ich tatsächlich so ein bisschen wie am Schreibtisch, aber auf eine gute Art und Weise. Ich habe hier gerade den Blick nach hinten schweifen lassen und habe für mich überlegt, was würde ich denn für mich nehmen, wenn ich heute das Auto nochmal neu bestellen müsste, dürfte, sollte. Das wird ja in Kürze wieder soweit sein. Und ich bin total unschlüssig, weil ich denke, die sehen alle 3 cool aus, auf ihre Art und Weise. Ich mag das Eiche Naturholz, wie es die anderen beiden haben, das ein bisschen wärmer und heller ist. Ich mag die dunkelgrauen Klappen. Ich glaube, es ist wirklich einfach eine Frage des Stils, den man für sich so erreichen will. Hier ist das alles ein bisschen kühler durch das dunkle Leder, durch die dunklen Klappen, vielleicht noch ein bisschen moderner und schlichter. Und die anderen beiden sind ein bisschen gemütlicher. Für mich ist das rote Leder drüben der absolute Eyecatcher. Das finde ich mega gut. Als Vorführer, bin ich auch ganz ehrlich, würde ich mich das wahrscheinlich nicht trauen, weil es zu viele Leute dann eben wahrscheinlich auch nicht abholt. Weil das ist einfach reingehen und sofort verliebt sein oder eben auch nicht. Wenn man sich für so ein Regent EB interessiert, jetzt muss man grundsätzlich sagen, eigentlich muss man losgehen, einfach auf der Lastrada-Seite Konfiguration einmal durchklickern, Konfigurationscode generieren, das geht am Ende, uns das oder das PDF, was ihr generieren könnt, schicken und dann gucken wir gemeinsam drüber, ob das für euch das Richtige ist oder ob man da vielleicht nochmal die eine oder andere Stellschraube hat, die wir gemeinsam stellen können. Wenn ihr euch für exakt dieses Auto interessiert, wenn der zum Zeitpunkt des Videos jetzt noch zur Verfügung steht, dann blenden wir den Link mit ein und verlinken das auch unten in der Videobeschreibung. Wenn die Links quasi ins Nichts führen, die auf diesem QR-Code oder unten drin sind, dann ist exakt dieses Auto verkauft. Dann bestellen wir aber natürlich für euch gern das nächste Auto neu und wir kümmern uns natürlich auch darum, dass wir immer wieder Autos als Vorführwagen da haben. Genau dieses Auto, ich will jetzt nicht jedes Detail, weil das ist eine lange Liste, die könnt ihr dann nachlesen. Also wir fangen heute mal mit dem interessantesten hinten raus an. Summe der Listenpreise, so wie das Auto hier steht, ist 158.550 €. Wahnsinnig viel Geld, aber für einen 190 PS Sprinter mit alleine 4.000 €, also man kann sie ja andersrum rechnen.
Allradantrieb 8.000 Euro. Die Delta-Felgen mit den großen Reifen drauf, knapp 4.000 Euro. Das Reserverad hinten 1.500 Euro. Holz 1.800 Euro. Sind viele Dinge, die man rausrechnen kann, wo es immer noch ein genauso hochwertiges, schönes Auto wäre, nur ein paar Kleinigkeiten weniger kann. So ist das Auto in meinen Augen. Wir haben hier Mercedes das absolute Optimum bestellt und euch eigentlich nur die Wahl oder die Pflicht gelassen, zu sagen, was will ich an Batterie tun, was will ich an Solar tun und was will ich grundsätzlich auf dem Dach haben. Kann ja sein, dass jemand hier draußen rumfährt, der sagt, das hätte ich gerne, aber meine Kajaks müssen drauf. Dann wäre es doof, wenn die Solaranlage an der falschen Stelle ist. Ich denke aber, dass der Wagen insgesamt schon für sehr, sehr viele Leute passt. Und diese 158.000 Euro ins Verhältnis, was ich eingangs gesagt habe, zu anderen Autos, die da sind, tut mir einen Gefallen. Jetzt gibt es keinen Grand Canyon S in lang, oder der müsste ja dann Grand Canyon XL heißen von Hymer. Aber wenn man sich anguckt, wie formuliere ich das jetzt positiv, wie gering die Preisdifferenz zwischen einem Lastrada und einem, ja, nehmen wir es mal konkret an dem Massenprodukt, und einem Hymer Grand Canyon ist, wenn ihr die Sachen anfasst, nehmt mal wirklich den Küchenblock in die Hand und wackelt dran, macht die Klappen auf, guckt euch das an und überlegt euch, ob in der Preisklasse, in der ihr hier in diesem Mercedes Allrad oder auch in dem Mercedes-Segment überhaupt unterwegs seid, ob es da gerechtfertigt ist, nur ungefähr 10.000 Euro weniger auszugeben. Oder ob man sagt, wenn ich den Weg schon so weit gehe, was das Finanzielle angeht, dann mache ich es konsequent und nehmen wir es auch von der Strada weg und nehme einen individuellen, hochwertigen Ausbauer. Das nur so als kleinen Tipp von uns. Und wenn ihr meint, und das ist ein absolut legitimer Gedanke, den ich total teile, sagen, das ist mir zu viel Geld, ich möchte weniger ausgeben, dann würde ich mir im Gegenzug die Frage stellen, muss es denn dann wirklich der Sprinter sein? Oder specke ich dann nicht noch an einer anderen Stelle ab, um zusätzlich einfach Raum für andere Spielereien zu generieren? Weil da gibt es dann eben auch viele, viele verschiedene Varianten. Und dann darf man ja auch eins nicht außer Acht lassen, wenn ihr die absoluten Maße seht, dann kann der Ducato echt auch eine ganze Menge Sachen, die ziemlich cool sind, auf einem etwas geringeren Raum, weil er eben eine kürzere Schnauze hat und all solche Dinge. Wenn ihr aber sagt, ich stehe auf Assistenzsysteme, ich stehe auf Fahrkomfort, ich stehe auf ehrlicherweise auch den Stern zurecht, ich stehe auf die Sitzposition und so weiter und so fort, dann ist das natürlich ein wahnsinnig tolles Auto. Und ich war super skeptisch, als der Strada gesagt hat, ey, wir machen einen 7 Meter Sprinter mit Einzelbetten. Und habe gesagt, wofür? Was sollen wir damit? Jetzt, wo die Autos hier stehen, denke ich, natürlich ist das ein großes Auto, aber es ist viel, viel besser umgesetzt, als ich das jemals gedacht hätte. Und ich kann mir das absolut vorstellen. Nicht für meine Familie und mich, wir sind zu viert. Das hier ist ein Auto für 2 Personen, aber es ist eine absolut runde Sache. Wie ihr ihn ausstattet, ganz allein eure Entscheidung. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch heute einen ganz guten Einblick in die Varianten der Fahrzeuge gegeben habe. Die vielen Fragen, die im Rahmen der Konfiguration aufkommen, die sollten wir dann persönlich hier im Gespräch vor Ort klären, weil das kann man nicht einfach aus den Videos rauslesen. Da muss man sich dann einfach zusammensetzen. Ich wünsche euch viel Spaß bei allen unseren anderen Videos. Klickt euch ein bisschen durch die Gegend. Es gibt viele, viele Dinge, wo ihr noch euch Sachen anschauen könnt. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Video. Erstmal schöne Grüße aus Stove und bis bald.